Migration ist ein sehr starkes Gefühl, würde ich mal sagen. Ich denke, die Migration ist nicht nur physisch, es ist wirklich ein mentaler Zustand. Man versucht, sich eine Heimat quasi so neu zu formulieren. Nicht nur aufzubauen, sondern auch zu formulieren im Kopf. Es ist ein parallel zweispuriger mentales Prozess, also physisch, sozial, aber auch mental. Also dass man merkt und akzeptiert, dass man nicht mehr dort ist, wo man geboren ist. Also ich bin Dairon, bin hier in der Schweiz seit etwa 15 Jahren, also fast die Hälfte meines Lebens. Also mein Ex-Freund, er ist Schweizer. Wir haben uns auf Kuba kennengelernt und da war die Frage, ob wir auf Kuba bleiben. Nein, kein Thema. Oder dass ich hierher komme. Und dann kam ich da. Ich bin mit Iberia geflogen nach Zürich. Also das heißt, ich musste umsteigen in Madrid. Und das war schon ein Schock. Es war Juli, Madrid 37 Grad, der Wahnsinn. 20 Grad in Zürich. Genau so, also wirklich dunkel und kalt für mich damals. Also für einen Kubaner 20 Grad war wirklich kalt. Und dann sind wir nach Winterthur gefahren. Und es war ein Schock. Die Autobahn, wie vernünftig die Leute fahren, also wirklich schockierend, wie gut es hier funktioniert, wie organisiert. Und sonst noch die Leute, also es ist alles sehr pünktlich. Es bleibt immer noch so, also der Eindruck. Aber damals war wirklich, ich war total verloren. Ich als Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler finde eigentlich die zwei für mich sehr wesentlich. Also sie sind Teil meiner Identität als Dairon, nicht der Kubaner, sondern der überall ist. Das ist ein Stützpunkt für mich. Wenn ich mich definieren möchte, zuerst sage ich, dass ich Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler bin. Danach kommt das, dass ich Kubaner bin. Literatur und Kunst sind zwei Aspekte, die für die Seele wichtig sind. Also die Migration mit Gefühlen und Wesen und Seele direkt verbinden möchte, dann ist die Literatur und die Kunst sehr wichtig, weil da findet man quasi so eine Ernährung irgendwie. Also ästhetisch natürlich, aber auch emotionell. Das Bild, das wir in der Galerie gesehen haben, das war eine sehr schöne Entdeckung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und das war für mich auch ein Punkt, wo ich mich quasi so gefangen gefühlt habe. Also eben São Paulo, vor allem Rio, wo ich gewohnt habe in Brasilien. Und der Künstler von heute ist war ein sehr traditioneller Schweizer. Ja? Auch thematisch, das was er produziert hat als Kunst.
Also das heißt, er kam zurück von São Paulo sehr beeindruckt von dieser Idee der Moderne. Und das fand ich super. Das fand ich super. Also dass es Leute gibt in der Schweiz, die keinen Widerstand machen gegenüber anderen Kulturen und das noch darstellen können. Das war sehr inspirierend für mich. Das war quasi so wie eine Versöhnung mit dieser Seite der Schweizer, die sehr konservativ sind. Es gibt Leute, die wirklich das wahrnehmen können und aneignen können. Also man sagt immer in der Schweiz, leben und leben lassen. Das ist Bullshit. Also man kontrolliert hier sehr gerne. Sehr gerne. Also man braucht diese Bestätigung durch die Kontrolle anderer. Also einfach sein, wenn man möchte, kann man hier wirklich nicht. Es ist ein sehr Überwachungsland. So wie ein Panoptikum, wie Foucault das beschrieben hat. Deswegen, die Polizei hat hier wirklich wenig zu tun. Also die Kriminalität hier im Vergleich zu anderen Ländern ist wirklich null, weil die Leute sich einander wirklich viel kontrollieren. Es ist schwierig, in so einer Gesellschaft einfach sein können. Das ist die Idee. Aber wenn man einfach nur sein kann, dann kommt Chaos, kommt Diversität, Mannigfaltigkeit und wird Kontrolle verloren. Und das mögen wir nicht. Ins Gespräch zu kommen und offen, spontan zu sein, das ist hier kein Thema. Das ist nicht hier das Normale. Und das ist, was ich vielleicht vermisse. Andererseits, also wenn ich nach Kuba gehe oder auch selbst in Mexiko, Brasilien, da habe ich doch eine Krise mit Unordnung. Und das ist lustig, weil die Leute merken das sofort und sagen, hey, bist du immer noch Kubaner? Also meine Mutter vor allem meint immer, ja, Mijito, wir haben dich verloren. Also so, du bist nicht mehr dasselbe. Ich kann mir nicht mehr so vorstellen, auf Kuba zu leben. Genau deswegen, wegen Unordnung und Lärm. Es ist viel zu laut. Und das ist krass. Also ich bin ein Herdentyp, also ich brauche Leute herum. Aber bitte nicht mehr so laut. Das ist sehr widersprüchlich und doch ein Problem von Identität. Wenn Migration heißt, nirgendwo richtig zu sein, dann ist das genau so. Ich bin kein Schweizer, also im Sinne von Eidgenosse. Ne? Also, das merke ich täglich. Also ich gehe einkaufen in Coop oder Migros und manchmal sprechen die Leute mit mir auf Englisch. Selbst wenn ich angefangen habe, auf Deutsch zu sprechen. Es gibt so wie ein Widerstand, also also du gehörst hier nicht. Oder selbst die Frage, woher kommst du, ständig. Ne? Also ich wünsche mir, dass die Schweizer irgendwann zum Punkt kommen, dass mindestens Zürich wirklich multikulturell ist. Und multikulturell heißt, eben solche Fragen nicht mehr zu stellen. Also dass man merkt, es ist nicht nur zu sagen, wir haben hier Pizzerias, Hindu und chinesische Restaurants und so weiter, sondern dass nicht mehr die Frage vorkommt, woher kommst du? Das ist nicht mehr so wichtig. Anderen Migranten würde ich sagen, also die sich in diesem Prozess finden von Migration, dass sie möglichst versuchen, authentisch zu bleiben. Das Authentizität heißt auch die Möglichkeit, sich zu adaptieren. Also diese Kulturresistenz ist nicht unbedingt authentisch zu sein. Also authentisch zu sein heißt, gewisse Werte immer noch zu bewahren, würde ich mal sagen, aber auch diese Werte in Auseinandersetzung mit anderen zu bringen, ohne es so schmerzhaft wird.